Heutzutage eine CNC-Anlage, ein CNC-Router zu bauen, ist überhaupt kein Hexenwerk. Kann man das alle Ersatzteile schon fertig kaufen, so wie Linearführung, Steppermotor, Steppermotortreiber und Steuerung und alles. Ich habe schon 6 CNC-Plasmaschneider gebaut und bei meinen alle 6 CNC-Plasmaschneider habe ich das MyPlasma-System eingebaut. Ich habe schon auch STLCam probiert, habe ich schon auch Mach 3 probiert. Sehr viele Varianten habe ich schon ausprobiert und habe ich irgendwie trotzdem bei MyPlasma gelandet. Riesiger Vorteil bei MyPlasma CNC, das ist sehr bedienfreundlich. Und wenn jemand Anfänger bei CNC Plasmaschneider, kommt sicher ganz gut klar mit dem System. Der einzigste Nachteil bei MyPlasma, das ist nicht günstig. Das ist nicht so günstig, wenn man eine Arduino Uno kauft für 20, 30 Euro und patscht ein STLCam drauf und dann fährt schon das Gerät. Der MyPlasma kostet ungefähr um die 500 Euro, aber dazu bekommen wir ein richtig stabiles System, was speziell für Plasmaschneider entwickelt. Was ich besonders gut finde bei MyPlasma, dass wenn jemand ein ganz einfaches Bauteil machen möchte, dann muss er keine PC haben mit was weiß ich, Fusion 360 oder ähnliche Software. Dann geht er einfach mal hier drauf und drückt auf My Minicad. Mein Minicad ist eine Minicad mit beschränkter Funktion, aber solche Funktion, was eigentlich ausreichen für kleine, einfache Bauelemente selbst konstruieren und ausschneiden. Wir haben die Möglichkeit eigentlich für alle einfache Dinge zu machen. Wir können alles hier abrunden. Wenn wir ein kleines Element selbst konstruiert haben, dann klicken wir einfach auf Export und das haben wir direkt hier und können wir das auswählen und direkt loslegen und schneiden. Für unsere CNC-Anlage können wir die Software kostenlos von Proma Elektronik herunterladen. Und wenn wir das erstmal gestartet haben und ist zusammengebunden mit unserer Steuerung, mit CNC Plasma Steuerung, dann sehen wir hier diesen Bildschirm. Hier oben steht Connection ist okay. Wenn der CNC-Anlage der Steuerung ist nicht angeschaltet, dann steht hier CNC Verbindungsfehler. Dann müssen wir anschalten, nochmal draufklicken und dann ist das angeschaltet. Wenn wir das aufgemacht haben, dann wir sind auf diesem ersten Bildschirm. Dann gehen wir mal weiter und stellen wir mal das alles Schritt für Schritt an. Gehen wir auf das kleine Zahnrad und dann der erste, wo wir landen, das ist die Elektronik. Erstmal müssen wir einstellen unsere Microstepping. Die Microstepping-Einstellung ist hier, ist nichts anderes wie auf der Schrittmotor. Also wenn ich auf der Schrittmotortreiber 1600 Schritt eingestellt habe, dann kann ich auch das hier auswählen. Wenn das ausgewählt ist und es gut funktioniert, dann ist das grün. Hier diese kleine Lampe vor unserer Einstellung. Ich kann aber auch andere Werte eingeben. Wenn ich gebe einen anderen Wert an, dann entweder steht rot oder steht gelb. Gelb heißt akzeptabel, rot heißt geht nicht und grün ist das optimal. Jetzt gehe ich wieder zurück auf 1600 Schritt und stelle ich das so an. Ich habe bei meinen alle 3 Steppermotortreiber 1600 Schritt eingestellt und deswegen stelle ich hier auch 1600 ein. Wenn der Schrittmotor dreht in eine falsche Richtung, muss nicht der Verkabelung ändern, können wir einfach hier auf Reverse drücken und eine kleine Haken hier zum Setzen. Hier sehen wir verschiedene kleine Möglichkeiten, wo wir Haken reinmachen könnten. Wir müssen hier aber gar nichts machen, aber wir können das nachschauen, ob unsere Endschalter oder Notausschalter funktioniert. Wenn ich drücke jetzt auf Notaus, dann hier steht
Endstopp, also Notaus, ist angemacht. Wenn ich klicke hier drauf, dann ist quasi deaktiviert, aber ich möchte das nicht deaktivieren, schalte ich mal das wieder an und dann wieder alles in Ordnung. Das nächste, was wir einstellen muss und eigentlich zulassen muss, das ist der Plasma Interface. Das ist nichts anderes wie unsere THC Omic Controller. Diese kleine schwarze Box, der leuchtet auch sehr schön wie ein Weihnachtsbaum, wenn er funktioniert. Aber wir müssen das erstmal zulassen, dass er das nutzt. Wenn das nicht zugelassen ist und wir möchten schneiden, dann kommt die erste Fehlermeldung RS 485. Das hier, was hier steht. Wir lassen das mal für das Gerät zu und das heißt, er nutzt ab jetzt in den Sekunden nutzt unsere THC-Controller auch. Ich habe bis jetzt sehr, sehr großes Glück gehabt und Gott sei Dank, der Weldinger Gerät funktioniert mit diesem Wert, was hier original vom MyPlasma eingegeben ist. Also da machen wir gar nichts, aber manche Gerät hat ganz andere Spannung, was rauskommt von der Brenner und dann müssen wir das hier auch ein bisschen variieren. Aber bis jetzt, wie gesagt, bei Weldinger Gerät, Gott sei Dank, alles funktioniert mit seinem Originalwert. Gehen wir mal ein ganz bisschen weiter. Hier haben wir ein Weiting vor ARC. Okay, was ist das überhaupt? Tja, manche Geräte, wie zum Beispiel auch der Weldinger Geräte, funktioniert so, wenn wir zünden den Brenner, dann erstmal kommt keine Lichtbogen, kommt nur Luft. Diese Luft ist eigentlich unser Brenner zum Reinigen. Also wenn etwas Feuchtigkeit ist drin oder wenn wir keine Hake hier drin haben, dann fängt er an zum Arbeiten. Also quasi der Router fährt schon, aber wir haben noch keine Lichtbogen. Und unsere, wie soll ich sagen, Einstechzeit ist schon überhaupt nicht mehr relevant. Und wir haben schon, 20, 30 mm gefahren, ohne zum Plasmastrahl. Also der schneidet in diese 20, 30 mm überhaupt gar nichts. Also das ist auch ein sehr wichtiger Punkt. Wir haben noch die Möglichkeit, eine Kontrolle einzuschließen. Ich habe das noch nicht probiert, aber ich habe schon gesehen, dass manche steuert sein Gerät mit das. Das ist eigentlich PlayStation-Controller, passt auch, oder egal welche in den Art Controller. Bei mir ist das überhaupt nicht angeschlossen, deswegen kann ich das hier überhaupt nicht aktivieren. Diese Seite, wir sind fertig, jetzt gehen wir auf Maschine-Seite. Bei den Seite können wir der Parameter für Maschine, mechanische Parameter eingeben. Der erste, was wir hier oben haben, das ist die Maximalgeschwindigkeit, Millimeter pro Minute. Hier steht das Original, dieser Wert, das möchte ich nicht ändern, weil so schnell würde ich nicht fahren und deswegen stört mich das überhaupt nicht. Handgeschwindigkeit, also wenn ich die Taste drücke in Schnellmodus, dann fährt er mit dieser Geschwindigkeit. Schnellmodus geht ganz einfach, da drücke ich den Shift und drücke ich eine Pfeiltaste zusammen und dann fährt er viel schneller wie mit nur einer Pfeiltaste. Was ganz wichtiger Punkt ist hier, diese Rampe. Also das ist nichts anderes wie der Beschleunigungsweg für das Gerät. Wenn das hier in 0 steht, dann das Gerät beschleunigt von 0 mm pro Minute auf unseren Wert, was jetzt 2540 ist, sofort. Also das ist nicht gut auch für den Steppermotor und auch nicht für die Maschine. Das wackelt und ruckelt das alles so wie meine Schwiegervater nach der 5. Schnaps. Das brauchen wir nicht. Ich habe hier 50% eingegeben, das ist eigentlich Prozent. Und mit das komme ich in dieses Gerät ganz gut klar.
In diese Gerät, diese Plasmaschneidanlage ist nur von, der Y-Achse ist nur von einer Seite gesteuert. Deswegen möchte ich hier keine so richtige Beschleunigung eingeben. Diese 50% ist auch vollkommen okay. Wenn das, wie gesagt, das viel weniger ist, dann ist eine sehr große Belastung für die Maschine. Wenn eine Maschine von zwei Seiten angetrieben ist, dann ist das überhaupt gar kein Problem. Dann kann man hier auf 20 stellen oder 10 oder was weiß ich, wie auch immer. Dieser ganze Wert gehört nur zum der Z-Achse. Da mache ich eigentlich gar nichts. Das lasse ich so, wie das ist. Das ist für mich vollkommen gut. An diesem Gerät haben wir auch Home-Schalter. Also für X, Y und Z-Achse haben wir einen Home-Schalter. Also wenn wir das anschalten, dann dieser Schalter ist aktiv. Und hier haben wir ein Soft-Limit. Das heißt, wir haben eine Seite von der Tisch einen Endschalter und wir geben das hier an, wie weit darf er von dieser Position fahren. Also wenn der Maschine fährt auf Null-Position, also der Home-Position, dann darf er von der Home-Position X-Achse 600 mm, Y-Achse auch 600 mm und von Z-Achse 70 mm fahren. Ist überhaupt keine große Sache, das ist genau so wie bei aller anderen CNC-Anlagen. Hier kommt der wichtigste Punkt bei einer CNC-Anlage, der Genauigkeit. Bei diesem kleinen Fenster müssen wir eingeben, wie viel Millimeter bewegt unsere Maschine, wenn der Steppermotor eine komplette Runde dreht. Bei mir ist das normalerweise 13 mm, aber ich habe das nachgemessen und war das nicht genau. Deswegen habe ich mal ein bisschen rumgespielt, immer ein bisschen geändert und wieder nachgemessen. Und jetzt habe ich bei 13,12 mm pro Umdrehung. Und mit diesen 13,12 mm habe ich eine Genauigkeit bei 400 mm 1/10. Das ist, ich glaube, nicht viel. Bei Plasmaschneider, diese 1/10 kann auch von einem Messfehler von mir sein. Bei Z-Achse ist das nicht so wichtig, weil es eigentlich macht nicht viel Unterschied, wenn unsere Bänder fährt von Material weit 2 mm oder 500 mm mehr. Also das ist für uns der 8 mm. Hier ist vollkommen okay. Jetzt gehen wir zur Funktion und hier sehen wir mal ein paar Kleinigkeiten. Der MyPlasma Elektronik kann auch Ohmix-Sensor steuern. Also wenn wir Ohmix-Sensor haben, dann müssen wir diese kleine Haken hier reinsetzen. Ohmix-Sensor kann man einbauen bei speziellen Brenner. Bei uns in diesem Fall, dieser Brenner ist nicht möglich für sowas zum Einbauen, aber natürlich kann man es umbasteln und ich habe das auch damals gemacht, wenn ich meine Parkzeitgerät gehabt habe. Also ist möglich, das kann man machen, kann man so ein paar kleine Lösungen finden für das. Aber ich finde das nicht so wichtig. Ist wichtig, wenn man, was weiß ich, 1 mm, ohne 1 mm schneidet, dicke Blechstärke ohne 1 mm, macht schon mal großen Sinn. Wir haben aber hier auf unserem Gerät diese Fluting Head. Das ist eigentlich nicht anderes wie eine Nullpunktmessung von Material. Also er messt das eigentlich nach, wo ist unsere Oberkante von dem Material. Hier haben wir einen 2 mm Wert. Das müssen wir immer bei jeder Maschine erstmal nachmessen. Wie das funktioniert, das zeige ich euch später. Für Geschwindigkeit, für Materialmessung gehe ich mal nicht dran. Ich habe 508 mm. Ich glaube, das war der Originalwert von Proma Elektronik und das lasse ich hier genauso wie diese kleine Feld. Hier unten seht ihr ein Spezialfeld. Wenn das nicht aktiv ist, dann hier haben wir ein ganz kleines Button, Spezial steht drauf. Über Spezialfunktionen möchte ich nicht jetzt tief reingehen. Ich sage mal nur, hier können wir einstellen zum Beispiel, dass wir ein Loch nicht rausschneiden möchten, dass wir möchten nur in der Mitte körnern. Oder hier haben wir eine
Linearlaser einstellen. Wenn zum Beispiel der Brenner hochfährt, dann steht er in Endposition, dann schaltet ein Laser an. So können wir unser Material viel besser positionieren. Hier können wir außerdem noch eine Vorbohrfunktion einstellen. Das nutze ich sowieso nicht, weil diese Maschine und meine Maschine ist nicht geeignet für sowas. Dazu brauchen wir einen speziellen Bohrkopf hier auf der Maschine. Das brauchen wir auch nicht. Aber hier kann man sehr viel so Kleinigkeiten noch einstellen. Jetzt gehen wir auf Software. Bei Software kann man einstellen der Sprache, da steht auch Englisch und Deutsch. Ich bin irgendwie immer bei englischer Version. Und hier können wir eigentlich, wenn wir einen Fehler haben, dann können wir auch Report zum Hersteller schicken und ja, so Kleinigkeiten. Aber jetzt, wir sind eigentlich durch von Einstellung. Bevor wir anfangen zum Schneiden, müssen wir eine THC-Wert einstellen. Wir müssen noch auch die Fluting Head Korrektion einstellen und das machen wir jetzt. Der erste, was wir machen, das ist der Fluting Head Switch, der Switch Korrektion. Hier steht bei mir jetzt 2 mm, weil ich habe das schon ausgemessen. Ich habe schon mit dieser Maschine gearbeitet. Und wie machen wir das? Das zeige ich jetzt. Dieser Wert zum Ausmessen ist eigentlich nichts anderes wie bei 3D-Drucker der Bed Leveling. Nehme ich ein Stück Blatt, lege ich mal auf das Werkstück und fahre ich so weit runter, wie ich das Material berühre. Also das war zu viel, ein ganz bisschen zurück und so habe ich das. Jetzt gehe ich auf meine Maschine für die Z-Achse und null ich das ab. Also drücke ich Z0. Jetzt habe ich hier stehen 0,0 mm. Jetzt fahre ich so lange runter, wie unser Fluting Head Schalter das zulässt. Das ist jetzt 2,33 mm. Jetzt fahre ich wieder hoch. Und hier gebe ich diese 2,33 mm an. Und ist eigentlich fertig. Jetzt gehe ich zum Test. Und wenn ich das gut gemacht habe, dann habe ich jetzt ganz genau 2 mm Abstand, was ich hier für Schnitthöhe eingegeben habe. Hier steht jetzt bei mir 2 mm und hier steht auch 2 mm. Also wir haben höchstwahrscheinlich alles gut gemacht. Wie gesagt, MyPlasma hat eine THC-Steuerung und wir müssen erstmal eine Kalibration für unsere THC-Wert machen. Und das machen wir nichts anderes. Wir schalten das jetzt hier aus und jetzt ist das deaktiviert. Also das heißt, wenn ich schneide jetzt so, dann bewegt sich der Z-Achse gar nichts bei Schneider. Der schneidet immer in selbe Position. Wenn unser Material ist verformt wegen der Hitze, dann haben wir entweder zu hoch oder zu niedrige Schnitthöhe. Ich habe jetzt den THC ausgeschaltet und wenn ich anfange zum Schneiden manuell, dann hier bei ARC kommt für mich ein Wert. Diesen Wert müssen wir merken. Also fangen wir mal an. Drücke ich mal die Space-Taste. Und der Pfeil. In der Schneidprozess haben wir hier von 105 bis 109 Volt gehabt. Ich nehme mal der 105, das war in der ersten 1 Sekunde ungefähr, war 105, 106 Volt. Danach war 109, das kann auch daran liegen, dass der Blech ist nicht hundertprozentig gerade ist oder liegt er nicht gerade auf unserem Tisch und deswegen war der Abstand war anderes von der Brenner. Also ich schreibe mal hier unten diese 105 oder 104 Volt an, mache ich mal 105, weil das so schön ist und schalte ich das an.
Das heißt, ab den Sekunde, wenn das hier angeschaltet ist, unsere Brenner fährt immer in diesem Abstand, wie jetzt der Maschine steht, also das ist 2 mm, fährt immer in diese Höhe, egal was passiert. Egal, wenn das Welleblech ist, das folgt er auch schön diese Welle und fährt er genau so, 2 mm Abstand. Ist Zeit, etwas zum Schneiden. Ich habe jetzt auf dem Tisch eine 2 mm Blech und hier steht 2000 mm pro Minute. Das finde ich viel zu langsam. Deswegen ändere ich das auf 2800 und schaue ich mal nach, ob das reicht oder ist zu wenig. Also hier haben wir die Schneidgeschwindigkeit und hier haben wir eine Schneidgeschwindigkeit 2. Die Schneidgeschwindigkeit 2 ist alles, was unter 8 mm Loch, also wenn das hier, dieser Abstand weniger wie 8 mm, dann fährt er mit 1500 mm pro Minute. Das muss immer 3/4 von der Schnittgeschwindigkeit sein, muss ich dazu sagen. No, ich achte niemals darauf. Ich schneide immer mit alles mit einer Geschwindigkeit. Hier haben wir 2 mm eingestellt, das ist die Schneidhöhe. Der Schneidhöhe hat eine Wirkung, was wir hier eingeben, nur in der ersten Sekunde. Der Rest, also der erste 2-3 mm bei Schnitt, der Rest übernimmt schon unsere THC-Controller. Das nächste Feld ist der Piercing-Höhe, also der Zündhöhe ist das quasi, Stechhöhe. Hier habe ich 3 mm, das finde ich vollkommen gut. Bei 2 mm Blech spielt eigentlich keine Rolle. Ich glaube, jetzt haben wir schon Zeit zum Schneiden. Wenn wir in diese kleine Taste drücken, dann kommt eine Bibliothek, was schon der Hersteller hier gespeichert auf den Software. Hier haben wir verschiedene so kleine Dinge, kleine Elemente, was wir ausschneiden kann. Ich habe von das noch so gut wie gar nichts benutzt, aber trotzdem zeige ich, wie das geht. Hier ist der einfachste. Wenn wir eine DXF-Datei haben, dann müssen wir hier draufklicken und können wir auf unsere Bibliothek auswählen. Ich nehme hier das MyPlasma-Logo. Wenn wir das ausgewählt haben, klicken wir hier oben drauf und dann haben wir hier schon unser MyPlasma-Logo. Gehen wir zur Einstellung für Schnitt. Wir haben hier die Möglichkeit, bei Use Minikit wir selbst auswählen, in welchen Schnitt wir erstmal haben möchten. In dem Fall schneidet unsere Anlage erstmal das hier aus, dann schneidet dieses Element aus, diese und im Schluss schneidet er außenrum. Das können wir auch hier ändern. Wir können außerdem ändern, wo er anfängt zum Schneiden. Wir klicken einfach mit der rechten Maustaste rein, wählen wir einen Punkt und ich sage, er muss das hier anfangen zu schneiden, dann schneidet er das von diesem Punkt. Ich empfehle euch immer eine schöne gerade Fläche anfangen zu schneiden, das ist auch besser für das Ergebnis. Die nächste Möglichkeit, hier der Offset. Wenn dieser Offset nicht zugelassen ist, dann schneidet unsere Brenner auf der Linie, direkt auf der Linie. Das heißt, wir haben eine kleinere Bauteil. Wenn wir drücken auf der Offset, dann zeigt er, das ist die Kontur und er fährt hier. Diesen Abstand können wir auch eingeben, wie groß das ist. Wir haben kleinen Testschnitt gemacht für unseren THC-Wert. Dieser kleine Schnitt messen wir jetzt nach. Wie breit ist das? Das ist jetzt 1,45. Dieser Wert gebe ich jetzt hier an. Also 1,45 geht nicht, aber 1,4 mm Schnittbreite habe ich. Jetzt habe ich schon die Schnittbreite eingegeben. Jetzt habe ich noch hier eine Möglichkeit. Bei diesem kleinen Fenster kann ich das Material Einfahrt und Ausfahrt ausstellen.
Bei dickem Material mache ich immer 3, 4, 5 mm Material Einfahrt und Ausfahrt. Ausfahrt ist immer weniger wie die Hälfte wie der Einfahrt. Aber das spielt eigentlich keine Rolle. Jetzt, bei dem Fall, habe ich ein 2 mm Blech, gebe ich mal 3 mm Material Einfahrt und Ausfahrt aus und eigentlich das ist alles. Ich klicke mal hier auf OK und dann hat er unsere alle Schnittparameter genommen. In diesem Fall habe ich eine 2 mm Blech bei mir und ich schneide das mit 40 Ampere. Ich glaube 3000 mm pro Minute Schnittgeschwindigkeit ist vollkommen okay für mich. Stechhöhe habe ich hier 3 mm eingestellt, das ist bei 2 mm Blech ist vollkommen okay. Und Stechzeit ist 40 Millisekunden. Das ist bei 2 mm Blech im 40 Ampere ist vollkommen okay. Und den kleinen Feld kann ich eingeben, wenn er mit einem Schneidprozess fertig ist, wie hoch soll der Z-Achse hochfahren. Ich kann hier 20 mm eingeben, 200 ist zu viel. Ich gebe hier 20 mm an und wir sind soweit, unsere erste Testschnitt machen. Ich suche mal ein Stück Platz in meinem Blech, wo ich das alles ausschneiden möchte. Gehe ich runter. Und ich drücke immer Z0. Muss nicht unbedingt sein, aber ich mache das immer so. Also Z-Achse ist jetzt genullt und ich muss jetzt einen Nullpunkt für mein Material finden. Diesen Nullpunkt setze ich mal immer in der Ecke, der untere Ecke. Wenn ich möchte das auf der andere, dann drücke ich auf der andere Ecke. Das ist immer selbstverständlich, aber kann ich auch in der Mitte der Werkstück Nullpunkt auswählen. Ich drücke das aber immer hier und jetzt habe ich nichts anderes zu tun, wie der Schneidprozess starten. Das war ein richtig schneller Prozess und jetzt habe ich mein Werkstück hier. Und können wir mal nachschauen, wie der Hinterseite aussieht. Zwischendrin haben wir gesehen, dass hier oben war ab und zu mal 120 Volt. In der Kurve bei Beschleunigung steigt immer ein bisschen anderer Wert, aber was wichtig ist, dass der Endergebnis immer. Hier sieht man, dass wir kaum Schlacke haben und das ist eigentlich immer unser Ziel, eine sehr schöne Schnittkante haben, wenn möglich dann ohne Schlacke. Wenn wir schnell genug fahren und die Luftmenge ausreichend ist, dann haben wir sehr wenig Schlacke. Wenn wir fahren richtig langsam, dann haben wir viel mehr Schlacke. Ich wollte ein Video von MyPlasma-System schon lange machen. Jetzt habe ich irgendwie ein bisschen Zeit gehabt dafür und wollte euch zeigen, wenn jemand ein System mit MyPlasma baut und der hat die Steuerung angeschlossen, braucht er maximal 10 Minuten und kann er schon anfangen, sogar für seine selbst konstruierte Werkstück zum Ausschneiden. Jetzt möchte ich ein paar Worte über diese Maschine sagen. Diese Maschine ist eigentlich so gut wie gar nichts anderes wie das, was ich vor 3 Jahren gebaut habe und von euch schon sehr viel nachgebaut habe. Nur der einzigste Unterschied, dass er keine 3D-Druckteile mehr hat. Hier ist alles von Alu gebaut und, sage ich mal, richtig stabil gebaut.
Hat er auch eine schöne Stützrad, der ist aber in Linearführung läuft. Also ich finde das sehr, sehr gut. Wir haben ein bisschen Probleme gehabt mit dem Gerät, das habe ich hier gekriegt zum Testen, zum Aufbauen und habe ich zusammengebaut und habe ich gemerkt, die Steuerung, was original eingebaut ist, das ist sehr, sehr kompliziert. Optisch finde ich super, aber wenn man anschaltet, dann kommt der erste Problem. Hier kann man nicht einfach eine DXF-Datei hochladen für der Software, für das Gerät. Dann braucht man eine CAD-Software, eine CAM-Software und dann muss ein G-Code schreiben. Also geht nicht so einfach, dass ich etwas gezeichnet habe, in DXF-Datei lade ich hoch und schneide ich raus. Und deswegen habe ich für Bert Schanner gesagt, die Maschine ist einfach super, fährt wunderbar, aber die Steuerung ist nicht für Hobby-Anwender und Hobby-Heimwerker geeignet. Bauen wir mal bitte die MyPlasma-Software, MyPlasma-Steuerung rein. Und das haben wir gemacht. Dazu muss ich sagen, deswegen ein paar Kleinigkeiten ist geändert auf der Maschine, wie zum Beispiel die Z-Achse. Hier war damals eine ganz normale 24 Volt Motor mit Getriebe eingebaut und jetzt ist eine NEMA 17er Stepper-Motor hier eingebaut. Außerdem haben wir nicht zu viel geändert. Hier haben wir einen kleinen Tisch reingebaut mit einer sehr schönen Notaustaste und ein bisschen der Steuerkasten umgebaut. Und eigentlich das ist alles. Wenn jemand kauft diese Anlage, dann schließt seine Plasmaschneider und einen Laptop an und kann er innerhalb 10 Minuten loslegen. Muss er natürlich diese Werte für MyPlasma-Steuerung eingeben, was ich hier eingegeben habe, und muss er auch natürlich Test machen für Fluting-Schalter, weil ich glaube, das ist bei jedem Gerät anderes, und eine Kalibration machen für THC-Controller. Und das ist alles. Diese Anlage verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Aber gibt es natürlich Leute, so wie ich zum Beispiel, ich möchte niemals eine Maschine vom Werk kaufen, weil ich mag etwas zum Bauen, zum Basteln. Das ist für mich also, ja, so wie eine gute Schnaps. Also das brauche ich jeden Tag. Und deswegen ist auch schon in der Shop Teile für eine CNC-Anlage verfügbar, so wie NEMA 17, NEMA 23, Stepper-Motor, Schrittmotortreiber und auch Linearführung und Steuerung. Also Jungs, wenn jemand basteln möchte, dann auf geht's und hört ihr nicht auf. Ja? Das braucht man jeden Tag. Ich glaube, das war's für das heutige Video. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ciao und bis zum nächsten Mal.